Hallo und herzlich willkommen bei Eidertal Messtechnik TV. Mein Name ist Jörg Feige und ich stelle euch heute den Geofennel FL220 HV vor. Sollte irgendeine Frage unbeantwortet bleiben, scheue dich nicht, uns direkt anzurufen. Wir sind montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr bei uns im Laden für dich erreichbar und wenn du Glück hast, kommst du auch direkt bei mir raus. Dann können wir direkt starten und los geht's nach dem Intro. Da sind wir wieder zurück und dann starten wir gleich und schauen mal an, wie wird das Gerät bei euch angeliefert, wenn ihr das bei uns bestellt. Wie sieht das eigentlich aus? Geliefert wird im Übrigen in diesem wirklich schönen Transportkoffer. Der ist wirklich stabil und hat eine angenehme Größe, finde ich. Oftmals sind die ja deutlich größer. Dieser ist wirklich sehr angenehm. So sieht es aus, wenn wir in den Koffer reinschauen. Da haben wir einmal den FL220 HV. Ich nehme mal alle Produkte einmal kurz raus, die hier so drin sind. Wir haben einmal den Laserempfänger, unabdingbares Werkzeug, wenn man mit dem Rotationslaser arbeiten will. Die Halteklammer für den Handempfänger. Eine Blockbatterie, um den Handempfänger zu betreiben. Einen Batterieleerschacht, komme ich gleich noch zu, was wir damit anfangen können. Und einmal ein Netz- und Ladegerät. Das ist alles, was da drin ist. Mehr passt da auch nicht rein. Dann können wir den einmal wieder verschließen. Ja, der ist wirklich schön gemacht und hat eine handliche Größe. Das ist eigentlich wirklich gut. Hier seht ihr auch einmal den Karton, den Leerkarton. So sieht der aus. Da ist das Produkt drin, wenn das bei euch angeliefert wird. Was hier noch wichtig ist und zu sagen vielleicht, der ist nicht irgendwie eingeschweißt, der wird so original vom Hersteller bei uns angeliefert. Da kann eben auch mal ein Kratzer dran sein. Okay, außerdem dabei eine Bedienungsanleitung, natürlich in deutscher Sprache. Geofennel ist ja ein deutscher Hersteller. Außerdem auch noch ein englischer Teil und ich glaube ein französischer ist auch noch drin. Okay, dann stelle ich den Koffer einmal wieder zur Seite und dann schauen wir uns einmal an, was der Laser so können soll, was er mitbringt. Also, FL220 HV. HV steht für horizontal, vertikaler Einsatz möglich. Das Ganze passiert automatisch in einem Arbeitsbereich mit Handempfänger bis zu 400 Meter im Durchmesser. Das bedeutet, Standpunkt des Lasers 200 Meter rechts, 200 Meter links könnt ihr mit dem Handempfänger den Laserstrahl orten. Ihr könnt das Gerät verkippen und auch hier automatisch keine weitere Einstellung ist nötig. Nivelliert sich das Gerät selbst in einem Bereich von 5 Grad, hatte ich gerade glaube ich noch nicht erwähnt. Das heißt, der muss nicht ganz gerade stehen, kann auch ein bisschen schief stehen. 5 Grad, 9%, das ist dann schon ein bisschen schräg. Er gleicht das aus. Ja, im Vertikalbetrieb. Auch da die gleiche Reichweite. Und wenn wir gleich zu den Genauigkeiten kommen, im Vertikalbetrieb Genauigkeit auf 10 Meter plus minus 1,5 mm. Im Horizontalbetrieb etwas genauer auf 10 Meter plus minus 1 mm. Das bedeutet, in einer Entfernung von 10 Metern, wenn wir jetzt eine Probemessung machen würden wir plus minus 1 mm Genauigkeit erwarten können von unserer optimalen Laserreferenz. Höhe. Okay, der FL220 HV wird geliefert mit einem Nickel-Metallhydrid-Akku, der ist hier drin. Da braucht ihr einfach nur eine Münze oder einen kräftigen Fingernagel, dann könnt ihr den rausnehmen. Der Schacht sieht so aus, nur dass er geschlossen ist. Ja, der hier ist ja jetzt offen, da kann ich meinen Finger durchstecken. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ja, der ermöglicht euch eine Arbeitszeit von 20 Stunden. Danach müsst ihr einmal durchladen. Den genauen Zeitbedarf habe ich jetzt nicht im Kopf. Das sind sicherlich 6 bis 9 Stunden. Danach ist das Gerät wieder voll aufgeladen. Der Leerschacht, den ich gerade schon erwähnt habe. Wenn ihr mal, das kennt der eine oder andere, auf der Baustelle steht und ihr habt vergessen, den Laser durchzuladen, ist das ein bisschen ärgerlich, wenn auf der Baustelle kein Strom vorhanden ist, weil das bedeutet, ihr könnt an diesem Tag keinen Laser auf der Baustelle einsetzen. Deshalb hat Geofennel sich was Schlaues ausgedacht. Die haben euch ein Leerschacht mitgegeben. Dann fahrt ihr einfach zum nächsten Supermarkt,
kauft euch 4 große Rundzellen, steckt die da rein, tauscht den Leerakku mit diesem Akku aus, mit diesem Leerschacht mit Batterien aus und danach könnt ihr den ganzen Tag arbeiten. So einfach ist das. Ich finde, das ist eine schlaue Idee, das ist schick. Gut, das Gerät verfügt über einen, seht ihr hier auch, das ist ein Glasfensterchen, das ist ein Laseraustritt, der macht euch einen Lotpunkt zur Decke. Das ist eine relativ schöne Funktion, die ist ja genau ausgewinkelt im 90-Grad-Winkel zu eurer Laserreferenzebene. Ja, außerdem Schutzklasse IP54. Das bedeutet, das Gerät ist Regen und Staub sicher, aber wenn ihr bei einem stärkeren Regen arbeitet, solltet ihr das Gerät abdecken, um sicherzustellen, dass es keine Feuchte zieht. Richtiger Sturzregen, da kommen wir in den kritischen Bereich, da würde ich es eher abdecken. Der Hersteller würde jetzt wahrscheinlich was anderes behaupten. Ich denke, IP54 braucht immer noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ich würde ihn abdecken oder reinnehmen. Aber nur bei einem echten Sturzregen, ansonsten ein kleiner Sommerregen, den kann er natürlich ab. Das ist kein Problem. Gut, Genauigkeit hatten wir. Tiltfunktion können wir noch erzählen. Das Gerät verfügt über eine Tiltfunktion. Das bedeutet, er erkennt, wenn er verkippt wird im Betrieb und schaltet sich dann ab. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wer dort ein bisschen mehr erfahren will, darf gerne unser Video angucken. Rotationslaser, alles was du wissen musst. Dort ist nochmal eingehend die Tiltfunktion erklärt. Der dritte Knopf, den ihr hier noch findet, ist die Manuellfunktion. Das bedeutet, ihr könnt die Selbstnivellierung ausschalten und das Gerät arbeitet dann in jeder Lage weiter. Ihr könnt es dann also auch verkippen. Ein echter Neigungslaser ist es allerdings nicht. Es ist keine Fernbedienung dabei. Der Rotorkopf kann nicht servomotorisch, wie das bei vielen anderen Modellen der Fall ist, verkippt werden, weil das Gerät ein Pendellaser ist. Das bedeutet, ihr könnt Neigung nur herstellen über den Standpunkt des Gerätes, also indem ihr es von Hand sozusagen so verkippen würdet. Üblicherweise wird das mit einem Neigungswinkeladapter gemacht, gibt es auch bei uns zu kaufen. Gut, das war es zum Laser, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Schöner Einstiegslaser, gerade für den Gartenlandschaftsbau, für die klassischen Anwendungen, hervorragend geeignet. Geofennel, eine schöne Marke, den kann man uneingeschränkt weiterempfehlen. Kommen wir einmal noch zum Handempfänger. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Die wichtigen Funktionen, er hat 3 Genauigkeitsstufen, die man einstellen kann. Viele von euch kennen das, wenn man auf der Baustelle ist und hat die höchste Genauigkeit am Empfänger eingestellt, ist es oftmals ziemlich schwer, die Laserlinie zu treffen. Dieser Empfänger bietet euch 3 Genauigkeitsklassen. Das ist einmal ein Bereich von 10 mm, ein Bereich von 4 mm und die höchste Genauigkeit ist der Bereich 2 mm. Plus minus und in diesem Bereich könnt ihr dann sozusagen, kriegt ihr den Treffer angezeigt, dass ihr noch auf der Linie seid, obwohl ihr eigentlich schon 2 mm entfernt seid. Betrieben wird er mit einer 9 Volt Blockbatterie. Er hat eine Abschaltautomatik, das heißt, wenn ihr vergesst, das Ding auszuschalten, schaltet er sich nach 5 Minuten selbsttätig ab. Ihr könnt die Akustik laut, leise und ausschalten. Das nervt ja auch manchmal, das Gepiepe auf der Baustelle. Dann habt ihr nur noch die optische Anzeige und was auch schön ist, ihr habt auf der Rückseite auch nochmal eine optische Anzeige. Das heißt, wenn ihr mit der Halteklammer den Empfänger an eine Nivellierleiter befestigt habt, dann könnt ihr hinter der Nivellierleiter stehen und seht im rückwärtigen Bereich des Empfängers immer noch, ob ihr zu hoch oder zu tief seid. Ja, das waren eigentlich grundsätzlich erstmal alle Bestandteile und die Grundfunktion kurz erklärt. Da unsere Videos ja nicht so lang sein sollen, damit ihr die auch bis zum Ende schaut, belassen wir es heute hierbei. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns tatsächlich unbedingt an. Wir beantworten auch gerne alles am Telefon. Das geht Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. Da helfen wir euch also gerne nochmal durch den Frageprozess, um herauszufinden, welchen Laser ihr wirklich braucht. Telefonnummer haben wir hier eingeblendet. Ja, wir haben das Gerät natürlich auch bei uns im Shop. Findet ihr da unter Neuheiten. Hier ist nochmal der Shop eingeblendet. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und was wichtig ist, ich finde, das ist wichtig, da haben wir einen richtig guten Preis für euch gemacht, weil wir einfach gute Konditionen mit den Herstellern ausgearbeitet haben. Und die geben wir an euch weiter.
Ja, worüber wir uns noch freuen würden, ist ein Like natürlich für dieses Video. Und wenn ihr Bock habt, gerne den den Kanal abonnieren. Und ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch gute Messergebnisse, vielleicht mit dem Kollegen hier. Und ja, bis bald. Ciao.